Vanakkam, Makalananda Nungal Nande. Andu. Kumars Reactions. Also, Andu, erzähl uns, was schauen wir heute? Also, heute schauen wir Live-Telecast, eine Webserie. Damals kein Film, aber einmal etwas Neues, ist auch gut. Und zwar ist sie vor 2 Wochen, 12. Februar ist sie rausgekommen, genau. Hat 7 Episoden, läuft auf Disney Plus Hotstar. Was immer das ist, kenne ich nicht. Genau, der Cast ist vielversprechend. Und zwar ist die Hauptperson, also der Hauptcharakter, gespielt von der Kajal Agarwal, wenn ich das so richtig notiert habe. Und man das so halbwegs auch nur so ausspricht. Und es spielt auch der Vaya Buff mit. Ja. Und der Shia LaBeouf. Ja. Anandi spielt auch mit. Und der Premji, genau. So. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Skript am Anfang mal einem VJ sogar angeboten worden. Also mal präsentiert wurde so und der hat also gewisse Interesse gezeigt, aber aus irgendwelchen Gründen ist es trotzdem nicht zustande gekommen. Okay, Telepathie, ja? Ja, unser Telepathie. Genau. Kannst du uns noch etwas über diese Serie erzählen? Ja, sicher. Also, okay, der Director ist der Venkat Prabhu. Den kennen wir auch aus Mana 2. Und ich glaube, das ist seine erste Webserie. Darum auch die Tagline Venkat Prabhu Webserie oder Serie. Was noch speziell ist, ist, dass er normalerweise eigentlich immer ähnlich so das gleiche Cast benutzt. Aber das Mal ist es ein bisschen anders. Es hat schon noch ein paar, die gleichen sind, aber es ist doch nicht so stark wie normal. Music Director ist der Premji. Und sonst bei ihm ist er ja der kleine Bruder von Venkat Prabhu und auch der Cousin von Yuvan. Und den kennen wir auch aus Mana 2. Der hat, glaube ich, warte schnell, wo wir die Reaction-Videos gemacht haben. Ja, voll. Es hat so ein Lied gehabt, da bin ich voll abgegangen. Warte, das finde ich schnell. Das ist Mana 2, Yuvan. Ja, voll, das da. Bin ich gespannt. Ja, das kommt nicht gehört. Ja, kennst du? Ja, ich kann's, ja. Das ist zu geil. Das ist mega gefeiert. Das habe ich noch immer so ein bisschen benutzt beim Trainieren, einfach zu mich pushen. Ja. Ja, voll. Okay. Ja, ich kann einfach bei YouTube Mana 2 Yuvan eingeben, nachher habe ich es gefunden. Aber ich weiss, ich finde irgendwie den Namen vom Lied nicht ganz. Das können wir dann vielleicht nachher die anderen noch fragen. Aber ja, das ist so ein bisschen das. Okay, gut. Sagen wir, steigen wir gerade mal rein. Drückst du Play? Kann ich gerne machen, ja. Nice. Jetzt. Listen, live பேய ஷூட் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ண போ. இது என்னடி புது கதை? நேரடி ஒளிபரப்பு. லைவ் ஷோல பேய காட்டுறோம். அந்த பேய் நீ. எஸ். இவங்களுக்கு 3 ஷாட், அரவிந்துக்கு க்ளோஸ். 3 2 1. Okay. Also sie sind so, als wäre ein Geist und das so filmen und dann ist wirklich einer dort. Ja, also würde ich jetzt auch vermuten. Gell. Roll camera, action. Hey, Pelé va! Hey, va! Hombre, tenía otra, va! Das ist für eine Mutter. நம் டிவியில் நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் அசம்பாவிதம். மாட்டணும், நல்லா மாட்டணும். சுத்தி லாக் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்குலாம் எதுல விளையாடுறது, எதை ஷோவா பண்றதுன்ற ஒரு விவஸ்தையே இல்லைல்ல. இப்ப மாட்டிட்டாங்கல்ல. டிஆர்பி என்னெல்லாம் பண்ணுது பாரு. இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு தெரியுதுல? இதுக்கு லைவ் போயிட்டு இருக்கு. கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க.
Hotstar Specials presents live telecast February 12 മുതൽ Disney Plus Hotstar VIPL 399. Dann haben wir Rupien. Sehr geil. Euro. 4,50 € für ein Jahr. Ja. Okay. Ja, kommt vielleicht schon an, ja. Je nachdem. Aber Ja gut, es ist halt also, indischer Subkontinent irgendwo. ja, voll. Also es ist schon noch crazy. Ich meine, es erinnert mich mega an an all die Horrorfilme aus den USA, also so die Hollywood-Filme. Und es ist mega ähnlich, habe ich das Gefühl. Finde ich cool, wirklich cool. Aber irgendwie vermisse ich so, okay, ich habe den Film nicht gesehen, ist auch nur vom Trailer her, vermisse ich irgendwie noch so die tamilische Kultur, ich weiß auch nicht. Aber mal schauen, ja. Meinst du, es ist zu fest quasi der Amerikaner ein bisschen Hollywood Ja, abgeschaut oder so? Ja, oder zu ähnlich vielleicht. Aber eben, ich bin ja kein Spezialist, wie man weiß. Aber ja, vielleicht irgendwie so. Aber im Film kann es auch ganz anders sein. Das ist eine Serie. Wenn wir dann schauen, die Serie, wenn wir dann die mal schauen würden in der Serie, also die Serie kann wahrscheinlich wirklich so ein bisschen anders aussehen, oder? Als jetzt nur der Trailer. Aber ja, werden wir dann mal schauen. Vielleicht sind ja unsere Boys dann noch ein bisschen sagen, ja, wie die Kultur dann dort noch so ein bisschen hervorscheint. Ich finde es irgendwie immer so schwierig, weißt du, wenn es so, wie soll ich sagen, Emotionen können zu nachvollziehen in einer anderen Sprache. Weißt du, ich höre so, okay, also es ist ein Horrorfilm und alles und es sollte ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Spannung drin sein, aber so vom Hören her ist es einfach so, sie reden so fröhlich. Ja. Für meine Ohren tut das irgendwie. Ich glaube, doch nicht. Schon. Ja. Ja, meinst du, ja. Ja, es ist halt schwierig, Emotionen können zu nachvollziehen, wenn es halt so eine andere Sprache ist. Ja. Aber Meinst du, Tamil ist halt vielleicht auch so ein bisschen eher so fröhlicher tönt? ja. Ja, voll. Ist halt schon eine schöne Sprache. Also ja, fröhliche Sprache, das stimmt halt schon. Ja, gut. Ey, ich freue mich einfach nur auf den Moment, wenn wir einfach nicht mehr so einzeln müssen, unsere Kameras anlassen und dann zusammen müssen. Dann geht es auch viel besser mit Kommunizieren und so. Ja. Aber das kommt dann, sobald scheiß Corona vorbei ist. Aber bis dahin haben wir noch durch, gell, Andum? Ich gebe mir das Beste. Ich auch. Ja gut, gehen wir noch kurz zum Poster. Ja, also was sehen wir da? Eben die 3 Leute unten und die eine Besessene oben. Es sieht schon crazy aus, eben auch mit diesen Strichen, oder? Also am Anfang denkst du im Vordergrund, okay, das ist Blut, aber es ist halt so... Ist das nicht die gleich? Doch, ich glaube es. Ja, aber ich bin mir jetzt eben nicht sicher. Jetzt können wir dann noch unsere Boys in der Kamera dann noch fragen. சாக்கோக்கோர எப்போ பண்றது துரோகம் இல்ல. Nein, dort ist niemand. Ich habe nur mal übergeschaut. Also, auf jeden Fall. Okay. Nein, aber ja, es sieht gut aus, Poster. Ich nehme mal an, wir checkt ziemlich schnell, dass es sich um einen Horrorfilm handelt, oder? Logischerweise. Das ist mega. Mir ist jetzt gerade etwas aufgefallen. Also, wenn man unten links den Dude anschaut. Ja. Also weißt du, das ist halt einfach komplett straight abgeschnitten. Was wie meinst du abgeschnitten? Ja, ja halt einfach da. Ist halt einfach Platz. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es ja so ab da, gell? Ist noch einfach schwarz. Ja. Aber unten dran, okay, nein, das ist von ihr noch, ja. Eben, ja. Es sieht genauso aus, als könntest du mit einer 3D-Brille das anschauen. Und nachher wäre es der voll der Effekt, das sieht so ein bisschen so aus. Nicht? Weißt du, mit dem Verschobenen von der Ja, also ja, es wird... Also es ist schon nicht so. Ja, eben. Es sieht so aus halt. Ja, ich glaube, das wäre es mal gewesen für die Horrorserie. Das ist eben das erste Mal gewesen, wo wir jetzt eine Serie-Reaction haben, auch wenn es jetzt glaub, nur 1 Minute und 19 Sekunden oder so gegangen ist. Aber ich glaube, es tut so ein bisschen das Wichtigste zusammenfassen auch. Das finde ich gut. Es darf halt aber einfach nicht zu viel verraten. Das ist halt immer so ein bisschen bei Trailers oder Teasers ist meistens sowieso kein Problem, aber bei Trailers, das halt nicht zu viel verraten. Und ich glaube, das haben sie jetzt ziemlich noch gut in Schach behalten.
Aber was halt auch noch von der Story noch passiert, bin ich halt schon noch gewundert, weil die Story, die grundlegende, kennt, also ja, haben wir jetzt recht gut rausgesehen, oder? Also im Sinne von, okay, sie sind in dem Haus, sie drehen einen Horrorfilm drehen, und nachher passiert es wirklich so diese Sachen. Okay, wie sie gerettet werden und so, ob sie überhaupt gerettet werden, das weiß man nicht, halt das Ende, das ist ja, also zum Glück zeigt es das nicht. Aber ich bin mir halt einfach noch ein bisschen am fragen, was sonst noch in der Story passiert, wo man jetzt halt noch nicht weiss, oder? Ja, es muss wie noch ein bisschen mehr dahinter sein. Das ist einfach so ein klassischer, einfach ein bisschen trashy Horrorfilm, oder? Genau, oder Aber- auch so eine, wo du weißt, so, okay, was schon könnte passieren, oder so ein bisschen, ja, so ein bisschen, Ja, ja. jetzt passiert das und das. Aber es kann halt auch ganz anders sein, oder? Ich meine, in der Hollywood-Szene ist das zum Teil halt auch schon anders, oder? Okay, bei den Liebesfilmen, die wir jetzt das letzte Mal zusammen. Eben, ja. Das ist halt schon ein bisschen so ein Klassiker, oder? Aber Mhm. die sind auch zum Teil älter. Also der eine ist ja wirklich so älter her, also von einer längeren Zeit gesehen. Und dann ist da in Hollywood genau das Gleiche, dass du halt genau weißt, was abgeht und was jetzt passiert als nächstes und so. Mhm. Aber nein, ist cool gewesen zum Schauen. Eben mal so ein Horrorfilm, mal etwas anderes. Jetzt haben wir, glaube ich, Action, Liebes- und Horrorfilme, glaube ich, halt durchgenommen. Oder eben Horrorserie, jetzt in dem Fall. Und ja, ich hätte gesagt, Jetzt da müsste nur machen wir noch ein zum guter Schluss. dabei sein. Oh, ja, geil. Nein, Oh, aber nein. ja, Guys, Nandrin, aber Galei und bis zum nächsten Mal bei Nandu und Nandu Kumars Reaction Videos.